Ah, Colin, wir wollen doch diese Kinski-Nummer machen. Und du hast letzt bei Schocker für Zocker, hast du die Jungs so gut gespielt, da hab ich gedacht, das könntest du doch machen. Schrei ich oder schrei ich nicht? Du dumme Sau! Genau so! Ja, ich habe keine Zeit. Frag halt irgendwie im Haus rum. Also, Kinski kann echt jeder nachmachen. So. Der Markus schon wieder! Alles klar, Aufnahme läuft, kannst loslegen. So blöd kann keiner sein, dass man nicht merkt, dass man die Käfer auch festhalten kann. Da muss man nur ein Arschloch sein, um sowas zu machen. Wer das machen soll, fragt er. Ja, ist das denn zu fassen? Du sollst das machen! Du Arschloch! Du! Sag's mal nicht, ob ich schreien soll oder nicht. Ja, leck mich doch am Arsch, Mensch! Ja, leck mich doch am Arsch, Mensch! Der Moment ist gleich gekommen, wo ich dir in die Fresse haue, du! Wie kann man denn diese riesigen Dornen nicht übersehen? Du bist ja wahnsinnig, Mensch! Trant, bist du immer noch nicht fertig mit dem Beitrag? Nein, bin ich nicht. Die Sendung geht gleich los, ne? Ja, der Kinski-Scheiß ist noch nicht gut. Keiner hat's so richtig hingekriegt. Boah, Trant, wo bleibt denn der Beitrag? Ich muss die Sendung zusammenschneiden. Ja, meine Güte, ey. Okay, speicher das halt hier. Bitte, nimm's mit. Das ist halt scheiße. Hey, Trant, ganz kurz. Ich hab's doch gerade kein mitgegeben. Was soll ich denn noch machen? Ihr habt's doch jetzt. Der Max Giermann wäre jetzt hier. Den wolltest du doch für einen Beitrag haben. Moin Moin und Hallo zu Game 2 und ich begrüße auch schon meinen ersten Kandidaten, Budi. Hallo. Hallo Budi. Ja. Die folgende finale Frage. Was sind die Themen der heutigen Sendung Game 2? Oh, da muss ich raten. Ich tippe auf Moss für PlayStation VR, ein Special über Early Access Games und Bridge Constructor Portal. Wahnsinn, Budi, das ist absolut korrekt. Und hier kommt dein Preis. Du darfst heute mit mir diese Sendung moderieren. Hammer. Moss ist ein neuer Knobel-Plattformer für die PlayStation VR. In der Hauptrolle eine Maus. Eine Maus, die so niedlich ist, dass es kracht. Es drängt sich der Verdacht auf, dass die Maus nur ein Blender ist, die mit ihrer maßlosen Niedlichkeit über eigene Schwächen hinwegtäuschen will. Ist dieses Spiel am Ende dann doch wieder nur eine substanzlose VR-Experience? Oder ist es eine haltlose, vollkommen aus der Luft gegriffene Behauptung von uns, die dem Spiel in keinster Weise gerecht wird? Unser Redakteur Trant klärt auf. But darkwood falls before me, with broken bow and blackened leaf. I stand where trees meet with the sky, and in the stillness find you by. When all the paths are overgrown and evening falls with crimson glow, into the forest I will fly, and in its shadow find you by. Moss ist eines jener Spiele, die durch Virtual Reality ein an sich bodenständiges Spielkonzept in pure Magie verwandeln. Ihr seid der Leser einer Märchengeschichte, in der die tapfere Mäusedame Quill ein großes Abenteuer bestreitet.
Sie muss sich der bösen Schlange Sephok stellen, die einst das Mäusekönigreich verwüstet hat. Doch anders als bei Büchern, Filmen oder normalen Spielen, in denen ihr euch die Welt vorstellen müsst oder sie nur von außen betrachten könnt, seid ihr hier in der Welt. Sie umringt euch wie ein liebevoll ausgestaltetes Diorama, in das ihr sprichwörtlich euren Kopf hineinstecken könnt. Durch diese 3D-Dioramen steuert ihr Quill ganz klassisch mit dem Analogstick des Controllers, lasst sie hüpfen und Vorsprünge hinaufklettern. Zugleich dirigiert ihr durch räumliche Bewegungen mit dem Controller aber auch eine magische Sphäre. Damit bewegt oder manipuliert ihr bestimmte Objekte, um Quill den Weg zu ebnen. Moss lässt euch also in 2 Rollen gleichzeitig schlüpfen und ermöglicht so Teamplay mit euch selbst. Doch obwohl ihr die Maus selbst steuert, habt ihr oft das Gefühl, dass sie ihren eigenen Kopf hat. An manchen Stellen weist sie euch energisch auf eine mögliche Lösung hin. Lasst ihr sie nah an euch vorbeilaufen, nimmt sie euch wahr und lenkt ihren Blick auf euch. Und wenn ihr ganz nah an sie herangeht, streckt sie ihre kleine Mäusepfote aus, um euch anzufassen. Oh, ist das nicht putzig? Ganz klar, Quill ist mit ihrem herzerweichenden Charakter der Star von Moss. Wahrscheinlich wäre das Spiel nicht halb so ansprechend, wenn Maus Kinski die Hauptrolle spielen würde. Ja, ist das denn zu fassen? Wie kann man denn diese riesigen Dornen übersehen? Du bist doch wahnsinnig, Mensch! Das kann doch mal passieren. Schrei doch nicht gleich so. Du! Sagst es mir nicht, ob ich rein soll oder nicht? Ja, leck mich doch am Arsch, Mensch! Der Moment ist gleich gekommen, wo ich in die Fresse haue! Ich sag nur, du sollst dich bitte benehmen wie ein Mensch hier, ja? Und nicht so rumbrüllen ja wegen einem Problem, Jetzt wegen bittet einem er mich Problem, auch noch. das du mit dem Laser hast, Hier, wir ja? spielen ein Spiel! Und ich werde dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst! Du Idiot! Na, das versuch mal. Ja, dann quatsch mich nicht an! Und ich bin kein Mensch, ich bin eine Maus! Du dumme Sau! Die Hindernisse, die Quill überwinden muss, sind oft Plattform- oder Schalterrätsel. In den früheren Abschnitten kommt ihr recht schnell auf die Lösung. So wie hier, wo ihr einfach eine Statue auf einen Schalter ziehen müsst, um das Tor zu öffnen. Manche Räume sind aber sehr komplex und erfordern auch viel Geschicklichkeit. Hier müsst ihr mit Quill einerseits den Projektilen von Ballerkäfern ausweichen, während ihr als Leser Plattformen bewegt. Gar nicht so einfach. Das Design der Rätsel und Geschicklichkeitspassagen ist ziemlich smart und immer wieder für eine Überraschung gut. Und natürlich dürft ihr den nervigen Gegnern auch ordentlich in den Hintern treten. Wozu sonst hat Quill ein Schwert dabei? Quills Möglichkeiten im Kampf sind recht überschaubar. Sie beherrscht lediglich eine einfache Schwertkombo und eine Ausweichbewegung. Gegen wenige Gegner ist das völlig ausreichend, doch sobald mehrere Roboterkäfer auf die Maus zustürmen, hat sie alle Hände voll zu tun. Ja, muss ich denn hier alles alleine machen? Ja, wer soll das denn sonst machen? Wer das machen soll, fragt er. Ja, ist das denn zu fassen? Du sollst das machen! Halt die Scheißkäfer fest! Oder mach sonst etwas mit ihnen! Du Arschloch! Na, wenn das geht, kann ich das machen. Na klar geht das! So blöd kann keiner sein, dass man nicht merkt, dass man die Käfer auch festhalten kann. So blöd kann keiner sein! Da muss man nur ein Arschloch sein, um sowas zu machen. Du musst den Kampf ja nicht machen. Ja, wenn ich den Kampf nicht machen muss, dann fahr ich ab! Ja, dann fahr ab. Ihr dürft nicht vergessen, dass ihr als Leser die Macht habt, Feinde festzuhalten oder gar zu manipulieren. Warum nicht einfach mal die Kontrolle über einen Ballerkäfer übernehmen und damit herumballern? Oder greift euch doch einen Bombenkäfer und zieht ihn auf seine Kollegen. In solchen Situationen werden eure Multitasking-Skills gefordert und einmal mehr zeigt sich, wie die Virtual Reality frischen Wind in angestaubte Spielmechaniken bringen kann. Moss überzeugt fast auf ganzer Linie. Es ist wunderschön inszeniert, sprüht vor originellen Ideen und es spielt sich hervorragend. Leider hat es das gleiche Problem wie viele andere VR-Titel. Es ist zu kurz. Für den ersten Durchlauf werdet ihr kaum länger als 3 Stunden brauchen. Und selbst wenn ihr all die geheimen Fragmente sucht, die in den einzelnen Abschnitten sehr kreativ versteckt sind, erhöht sich die Spielzeit nur marginal. Doch dafür zählt Moss zu jenen Titeln, die einen emotional mitnehmen. Genau wie in The Last Guardian baut man eine Bindung zu seinem virtuellen Kompagnon auf und versinkt derart tief im Spiel, dass man am Ende fast ein bisschen wehmütig ist, wenn man Abschied nehmen muss. Hinzu kommt, dass Moss kein Vollpreistitel ist, sondern nur knapp 30 € kostet. Ein fairer Preis für die Qualität. Daher können wir den Titel bedenkenlos allen PlayStation VR-Besitzern empfehlen, die Quill ebenfalls in ihr Herz schließen wollen. Und hey, wie kann man das nicht wollen?
Im Games-Sektor ist es relativ normal, dass einige Leute für unfertige Produkte Geld bezahlen. Das Ganze nennt sich Early Access und klingt erstmal wie eine Win-Win-Situation. Die Indie-Entwickler finanzieren durch den Verkauf ihres halbfertigen Spiels die Entwicklung dieses halbfertigen Spiels und wir Zocker können entsprechend lange vor Release schon spielen. Aber Early Access hat natürlich auch Schattenseiten. Ja. Welche das sind und was sonst so im Early Access-Bereich abgeht, sagt euch jetzt das Christkind. Das war ein Reim und er bleibt drin. Na gut. Der Begriff Early Access ist vieles. Chance, Reizthema und Hassobjekt zugleich. Sehen die einen die fantastische Möglichkeit, sich frühzeitig am Entwicklungsprozess eines Spiels zu beteiligen, vermuten die anderen in 9 von 10 Fällen einfach nur geplante Abzocke. So oder so, aus der heutigen Spielelandschaft ist das Modell nicht mehr wegzudenken. Das verrät allein die Präsenz aktueller und ehemaliger Early Access-Titel in den Verkaufscharts. Und ob Early Access-Fan oder nicht, ein Zocker-Urimpuls spricht das Modell in den meisten Spielern an. Wir kennen die Situation ja alle. Wir haben einen Trailer zu einem neuen Spiel gesehen und von diesem Moment an freuen wir uns über nichts mehr als über jeden ach so kleinen Infohappen dazu. Über ehrliche und ungeskriptete Interviews zum Beispiel. Oder über unverfälschte und realitätsnahe Trailer. Oder über die Möglichkeit, unseren Sonntag in Warteschlangen wohltemperierter Messehallen zu verbringen, um das Objekt unserer Begierde mal so richtig ausgiebig antesten zu können. Naja, mehr oder weniger zumindest. Eins steht auf jeden Fall fest, wir können es kaum erwarten, unsere Finger so früh wie möglich an neue Spiele zu bekommen. Und Early Access ist dafür doch eigentlich die beste Chance. Bevor wir jetzt aber so richtig in die Materie starten, gibt's für diejenigen, die mit dem Begriff so gar nichts anfangen können, nochmal den kurzen Crashkurs. Early Access ist ein Vertriebsmodell, mit dem Entwickler ihre Projekte schon vor der eigentlichen Fertigstellung an interessierte Personen vertreiben können. Early Access eben. Dafür erhält der Macher schon vor der Finalisierung die Chance, eine aktive Community aufzubauen, wichtiges Feedback in die Entwicklung einfließen zu lassen und, wenn er denn möchte, ein paar Taler, die in das Spiel reinvestiert werden können. Als Dankeschön bekommt der Spieler nicht nur früher Zugriff auf den Titel, sondern braucht es zum Release auch nicht erneut und dann möglicherweise teurer kaufen. Kurz, Zocker dürfen früher zocken, die Entwickler bekommen Feedback und etwas Geld, alle sind glücklich. Tja, ganz so einfach ist es dann leider doch nicht, denn wo es viele Freiheiten gibt, gibt's auch immer Leute, die zwar viel versprechen, am Ende aber doch wenig halten. Und damit die Vorab-Zock-Zukunft noch ein kleines Stückchen besser wird, haben wir jetzt die 3 Regeln des Early Access. Regel 1, weckt keine falsche Erwartungshaltung beim Spieler. Eigentlich logisch, denn schlagen falsche Erwartungen nicht selten in Enttäuschung und damit schlussendlich auch in Kritik um. Und die kann ein Spiel, das ja eigentlich gerade um eine aktive Spielerschaft wirbt, schließlich als letztes gebrauchen. Warum wir das trotzdem sagen? Tja. Was ihr hier gerade seht, ist der Trailer zu Project Genome. Und was auf den ersten Blick so aussieht, als würde BioWares Anthem Konkurrenz im Bereich der Sci-Fi-MMOs bekommen, sieht im Spiel dann so aus. Tja, nicht mehr viel übrig vom einzuschicken Trailerglanz. Aber weil der für 2,5 Sekunden mit so eindeutigen Worten wie In-Engine-Footage gekennzeichnet war, geht das schon in Ordnung. Wir wollen nicht unfair sein. Project Genome sieht für ein Early Access MMO nicht zum Schreien scheiße aus. Vor allem nach den jüngsten Updates. Eine wichtige Frage drängt sich aber trotzdem auf. Inwiefern dürfen Early Access Trailer die Vision eines Projekts, nicht aber den aktuellen Stand abbilden? Moralisch ist die Frage natürlich klar. Verarscht eure Interessenten nicht. Weil Moral aber kein Gesetz ist, gibt es Valves Richtlinien. In denen heißt es, dass zumindest ein Trailer vorhanden sein muss, der Gameplay des Spiels zeigt. Der ist zwar hauptsächlich als Beweis für eine spielbare Basis des Projekts gedacht, bringt aber den positiven Nebeneffekt, dass fast alle Titel im Store über Gameplay-Szenen verfügen. Und wer keine anbietet, hat ja vielleicht was zu verstecken. Regel 2. Wählt ein faires Finanzierungsmodell. Grundsätzlich können sich Entwickler in Early Access Phasen selbst aussuchen, zu welchem Zeitpunkt ihr Spiel wie viel kosten soll. Während positive Beispiele wie Motion Twin mit Dead Cells den Preis des Spiels parallel zum Content anheben, greifen andere Entwickler schon in der Early Access Phase in eine Kiste, die besonders hier ziemlich ungern gesehen wird. DLC. Ein prominentes Beispiel ist Ark Survival Evolved. Das hat die Early Access Phase inzwischen verlassen, hätte das in den Augen vieler Spieler aber bereits viel früher schaffen können. Stattdessen kümmerten sich die Macher schon 2016 um kostenpflichtige Zusatzinhalte und zogen damit den Hass der Community auf sich.
Warum das so schlimm ist? Bis heute beschweren sich viele Spieler über Performance-Probleme und Bugs. Und das, obwohl man doch eigentlich davon ausgehen sollte, dass zuerst alle Kraft in die Entwicklung der Basis gelegt wird, bevor es an Zusatzkrempel geht. Regel 3. Startet nicht zu früh in Early Access Phasen und plant nicht mit Geld, das ihr noch gar nicht habt. Das mussten Tim Schafer und sein Studio Double Fine am eigenen Leib erfahren. Die entwickelten die Weltraumsim Space Base DF9 und konnten damit bis heute immerhin 190.000 Einheiten absetzen. Bei einem Preis von zwischen 10 und 20 Euro könnte man jetzt meinen, dass das die Entwicklung ordentlich vorangetrieben hat. Ja, könnte man. Anstatt das Spiel wie versprochen fertigzustellen, stoppten Double Fine die Produktion und veröffentlichten einfach die Version, die gerade da war. Der Grund? Die US-Amerikaner verpassten den fest verplanten finanziellen Erfolg und sahen sich nicht in der Lage, die Entwicklung fortzusetzen. In die Röhre schauten am Ende die Käufer, die Double Fines falsche Herangehensweise mit einem unfertigen Stück Software quittiert bekamen. Und es geht sogar noch schlimmer. Nachdem das Dino-Survival-Spiel The Stomping Land über $100.000 auf Kickstarter sammelte, wanderte es für 20 Euro auf Early Access. Auf dem Weg dahin scheint Entwickler Alex Fundora seine Sätze aus der Anfangsphase der Kickstarter-Kampagne aber irgendwie vergessen zu haben. This is my first game as an independent game developer, and I'll do whatever it takes to get it finished. Nett gesagt, das Gegenteil gemacht. Fundora verschwand spurlos und ließ das Projekt verweisen, bis Valve sich dazu gezwungen sah, es aus dem Store zu entfernen. Ohne Rückerstattung. Und das schmeckt schon mächtig nach Verarsche, wie uns auch Videospielvergleichsexperte Dr. Marc Lehmann bestätigte. In der Tat, auch unsere Tests belegen, schmeckt nach Verarschung. Das ist besonders kritisch, weil mit Early Access Spielen die sprichwörtliche Katze im Sack gekauft wird. Nach ihrer Veröffentlichung gelten die Titel als vollwertiges Produkt. Und das bedeutet auf Steam 14 Tage Rückgaberecht, aber nur, wenn nicht mehr als 2 Stunden Spielzeit auf der Uhr sind. Alternative Plattformen wie GOG bieten im Rahmen ihres Games in Development Programms immerhin 14 Tage bedingungslose Rückgabefrist. Zwar weist Valve-Entwickler darauf hin, dass ihnen die Beziehung zu ihren Kunden sehr wichtig sei und man im Falle unvollendeter Spiele möglicherweise Erstattungen ausschütten werde, aber eben nur möglicherweise. Und auch wenn in besonderen Härtefällen wie dem absolut verbuggten Earth Year 2066 Refunds gewährt wurden, fehlt eine klare und härtere Linie. Zum einen, um deutliche Signale an Entwickler zu senden, zum anderen, um das Vertrauen in das System Early Access nicht zu zerstören. Das Problem dabei liegt in der Natur der Sache. Es handelt sich eben um unfertige Spiele und bei denen kann man nie genau wissen, in welche Richtung die sich letztlich entwickeln werden. Zwar legen Anbieter wie Steam fest, dass eine spielbare Basis vorhanden sein muss und bestehen darauf, keine falschen Versprechungen in die Welt zu setzen. Was eine spielbare Basis genau ist, kann genauso wenig pauschal festgelegt werden, wie was das regelmäßig in Updates bedeutet. Und wenn Realität und Erwartungshaltung dann aufeinandertreffen, gibt es manchmal eben lange Gesichter. Natürlich gibt es auch die positiven Geschichten. Der Indie-Hit Downstar hielt seine Community mit konstanten Updates und Verbesserungen bei der Stange, während das vor wenigen Wochen final erschienene Subnautica Spieler in öffentlichen Trello-Boards dazu aufrief, die Entwicklung aktiv mitzugestalten. Was wir daraus lernen? Early Access Spieler sind mehr als andere auf den Willen und die Kompetenz der Macher angewiesen. Und das ist ein Risiko, das jeder für sich abwägen muss. Dass Early Access Spiele große Erfolge feiern können, steht außer Frage. Und auch wenn es in der Vergangenheit eine ganze Reihe fataler Negativbeispiele gibt, sollte man die nicht unbedingt dem Modell Early Access, sondern vielmehr denjenigen zum Vorwurf machen, die ihre Freiheiten ausnutzen. Arbeiten die Macher transparent, hören auf die Spielerschaft und halten das Spiel mit regelmäßigen Updates am Leben, ist Early Access eine hervorragende Idee. Arschlöcher, die ein System einfach nur ausnutzen wollen, wird es aber leider wohl immer geben. Die nachfolgende Moderation wird Ihnen präsentiert von Lara Trautmann. Bitte schön. Ich bin eine Brücke und das ist Bridge Constructor Portal. Herzlich willkommen zum Duell. Heute wird es besonders spannend. Micha, was werden wir heute sehen? Ein spektakuläres Duell, so viel kann ich schon mal sagen. Und eine Disziplin, die den beiden Kontrahenten einiges abverlangen wird. Bridge Constructor Portal. Und bei diesem Namen da wird man erstmal stutzig. Durchaus, denn hier treffen zwei Giganten des Puzzle-Genres aufeinander. Und was die beiden Kontrahenten erwartet, das sehen Sie jetzt.
Bridge Constructor Portal, das wohl größte Aufeinandertreffen von Alpha-Tieren nach Alien vs. Predator. Nach Ausflügen auf den Spielplatz, das Mittelalter und die Stunt-Arena nimmt es Bridge Constructor nun mit einem echten Puzzlespiel Platzhirsch auf. Portal, ehemals Teil der legendären Orange Box, lässt Fans seit dem zweiten Teil im Jahr 2011 sehnsüchtig auf einen Nachfolger warten. Eine Lücke, die Bridge Constructor Portal nicht ansatzweise schließen kann. Ein wenig Trost bringt der vertraute Klang der Stimme Alan McLeans aber schon. Hello, and welcome back to the Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center. Die Story beschränkt sich auf das Nötigste. Man spielt einen Azubi der aus Portal bekannten Aperture Labs und wird von GLaDOS durch eine Reihe von Tests geführt. Multiple pairs of portals can exist at the same time. Mehr als ein paar halbwitzige Dialoge hier und da hält das Story-Vehikel aber nicht parat. Aber halb so wild. Schließlich geht es um die Rätsel. Hier gilt das aus Bridge Constructor bekannte Prinzip. Mit Hilfe von Brücken und Rampen muss ein Fahrzeug von A nach B gebracht werden. Dazu können an vorgegebenen Punkten Brückenpfeiler oder Tragseile befestigt werden. Das richtige Gespür für Statik ist hierbei entscheidend, denn sobald man auf die Schaltfläche Fahren klickt, wird die Konstruktion der Schwerkraft und dem Gewicht des Fahrzeugs ausgesetzt. Das Portal-Universum fügt der altbekannten Formel aber einige neue Variablen hinzu. Allen voran natürlich Portale. Aber auch Beschleunigungsgel, Rückstoßgel, Schalter, die betätigt werden müssen, Würfel, mit denen man Schalter betätigen kann, Energiekugeln, mit denen man Schalter betätigen kann und kleine, dafür aber umso aggressivere Roboter. Das bringt ordentlich Wind ins Bridge Constructor Geschäft und erfordert deutlich kreativere Konstruktionen. Im Gegensatz zu früheren Teilen sind kostentechnisch aber keine Grenzen gesetzt. Dafür gibt es genug andere Schwierigkeiten. Feste Ankerpunkte sind meistens rar. Um diese gewinnbringend nutzen zu können, muss oftmals um die Ecke gedacht werden. Und auch die Effizienz ist beim Bau entscheidend. Baut man zu viele Streben, ist die Brücke zu schwer. Baut man zu wenige, ist sie zu instabil. Als Hilfestellung werden im Testmodus stark strapazierte Brückenteile rot markiert. Ein gewisses Risiko kann man aber eingehen, denn selbst wenn die Brücke zusammenbricht, solange das Testfahrzeug das Ziel erreicht, ist das Level bestanden. Eine interessante Disziplin, da ist ordentlich Köpfchen gefragt. Wer wird sich dieser Aufgabe heute stellen? Tja, bei Bridge Constructor Portal kommen zwei sehr unterschiedliche Franchises zusammen. Das macht die Sache erst spannend. Und auch die Kontrahenten könnten unterschiedlicher nicht sein. Colin ist Vollblut-Gamer aus Leidenschaft. Auch nach über 30 Jahren Zockerkarriere sind seine Reflexe schnell wie eh und je. Ihm ist kein Spiel fremd und kein Achievement zu schwer. Werden ihm seine Game-Skills bei diesem Duell den Sieg bringen? Sein Gegner, Alexander. Der studierte Bauingenieur arbeitet in einem Statikbüro und kennt sich mit Brücken bestens aus. Auf Portale stößt er bei seiner Arbeit allerdings selten. Wird sein Fachwissen trotzdem der entscheidende Vorteil sein? Tja, das werden wir gleich erfahren. Welcher Modus wird denn heute gespielt, Micha? Ein Best of 3 wird heute die Entscheidung bringen. Punkte gibt es jeweils für die beste Zeit und die billigste Brücke. Schnell und sparsam, das scheint das Motto des heutigen Daddel-Duells zu sein. Legen wir los mit dem ersten Level. So, was macht das Portal hier? Das brauche ich nicht. Oh doch, denn nur durch das Portal gelangt das Testfahrzeug zum Schalter, der die Tür zum Ziel öffnet. Colin versteht das zwar schneller, hat aber Probleme mit der Steuerung. Filmschicht, diese Steuerung. Hier, was ist das? Ich muss sagen, jetzt, wir haben ja die Switch-Version gespielt, da fand ich es tatsächlich ein bisschen schwierig. Das ist, glaube ich, ein Spiel, das ruft tatsächlich einfach nach Maus und Tastatur. Das war so ein bisschen filmschig und fimmelig und ich bin dann leider auch so mega ungeduldig. Oh, das scheiße, falsche Taste. Colin trotzdem mit Vorsprung. Die erste Brücke steht, bzw. hängt und schaut schon vielversprechend aus. Und auch Alex startet den ersten Testlauf. Allerdings weniger erfolgreich. Ja, nein. Schnell erkennt er seinen Fehler und baut ebenfalls Richtung Portal. Colin hat aber einen deutlichen Vorsprung und ist bereits bei der zweiten Brücke. Problemlos meistert der Wagen die erste Brücke. Durchs Portal, über den Schalter, der die Tür öffnet und über die zweite Brücke, die ordentlich wackelt, aber hält. Und der Wagen ist im Ziel. Und was macht Alex? So, das Ganze ist jetzt statisch schon mal Ast rein. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Bei der zweiten Brücke wirft Alex aber alle Konventionen über Bord und baut höchst sparsam. Am Ende fehlen ihm trotzdem 40 Sekunden. Colin war schneller und billiger und bekommt damit 2 Punkte. Ich habe versucht, kosteneffizient und effektiv zu bauen
und natürlich auch sicher. Und das ist in der ersten Runde eigentlich ganz gut geklappt. Nun wird es komplizierter. 2 Portale, 2 Säurebecken, ein tödliches Geschütz und vor allem eine freischwebende Brückenkonstruktion, die an Seilen aufgehängt werden muss. Hier kommt Alex seine Erfahrung zugute. Zu hängen. Wenn man mit Seilen arbeitet, dann muss man schon jeden Punkt festhalten. Oder eben auch, wenn man mit einem Fachwerkunterzug arbeitet, muss man auch jeden Punkt festhalten. Das ist wichtig, dass nicht irgendwo ein Stück Brücke in der Luft rumbaumelt. Tja, das weiß Colin nur leider nicht. Oder? Oder? Ah! Ja, ist ja gut, das ist auch nicht so schwer. Ach, ich hab heute nicht... Wenn es auf eine Gerade fällt, geht's kaputt. Ach so! Das ist scheiße, das Spiel. Och, wie leicht. Ja, aber das ist doch nicht möglich. So, nochmal. Das ist doch scheiße, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf die Kacke. Das ist eine Scheiße aus der Todeshölle, echt. Ich baue jetzt nochmal alles zurück. Und es wird noch besser. Im hinteren Teil muss eine Brücke komplett ohne untere Stütze oder Aufhängung gebaut werden. Für Colin ein unlösbares Problem, für Alex ein Streich aus dem Lehrbuch. So klassisches Fachwerk. Also da hat mir dann schon die Erfahrung geholfen. Statisch stabil ist meistens mit einer gewissen statischen Höhe verbunden. Also das Blatt fällt nach unten, aber wenn ich das so aufstelle, dann bleibt es stehen. Also eine gewisse statische Höhe trägt immer zur Stabilität bei. Und wenn ich jetzt nur meine Brücke eindimensional rechts rüber baue sozusagen, dann ist die nicht so stabil, wie wenn ich da noch einen Bogen oben drüber baue. Und auch bei der letzten Brücke kann Colin trotz Schwächen bei Alex' Konstruktion nicht aufholen. Am Ende bleiben fast 10 Minuten Rückstand und mehr Budget. Eine desolate Leistung, die Alex den Gleichstand einbringt. Das letzte Level entscheidet. Der Weg führt über die Plattform mit Rückstoßgel in der Mitte. Auf der rechten Seite gibt es aber nur 2 Ankerpunkte, die Halt für 2 Rampen bieten müssen. Bei der ersten Rampe liegt Colin vorn. Alex versucht erst die Rampe von unten zu stützen, was sich als relativ erfolglos herausstellt. Bei der oberen Rampe läuft es bei Colin aber weniger reibungslos. Gut. Ja, mein Gott. Ja. Ich hab hier gar nicht... Warum habe ich mir so viel Stress ge... Alte Kacknudel. Alex ändert seine Taktik und fixiert die erste Brücke über eine simple Aufhängung. Nun muss er ordentlich aufholen. Wahrscheinlich absteifen. So wie man das im Brückenbau eben macht. Eine äußerst zweideutige, aber auch vielversprechende Taktik. Während Colin verzweifelt, macht es Alex ganz unkompliziert. Holt sich 2 Punkte und lässt sich zurecht feiern. Wow. Tja, damit wäre es wohl eindeutig bewiesen, echtes Fachwissen siegt über Gamer-Skills. Ein Beweis dafür, wie realistisch dieses Spiel ist, Micha. Nun ja, vielleicht konnte der Gamer seine Skills aufgrund der miesen Steuerung auch nicht einsetzen. Ja, oder vielleicht muss die Konsole, auf der Colin seine Skills zeigen kann, erst noch erfunden werden. Nun gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir alle wissen, was jetzt kommt. Nix. Wieder schon. Reingehauen. Was werden wir denn diesmal sehen, Micha? Ein spektakulär... Nice. Bei diesem Namen muss man aber erstmal stutzen. Durchaus, denn hier treffen 2 gegen... Hä? Was? Portal wird heute gespielt, aber bei dem Namen wird man erstmal stutzig. Durchaus. Keine Ahnung, ich muss irgendwie grinsen, wenn ich dich sehe. Ein Best of 3 wird heute die Entscheidung bringen. Punkte gibt es jeweils für die... Welcher Modus wird denn heute gespielt, Micha? Wow, ein Best of 3. Scheiße, Entschuldigung.